darf ich jetzt wie alle anderen auch ein bisschen Schuhe zeigen. Ich fange da jetzt einfach mal an und greife random Schuhe raus, die ich gut finde. Fangen wir mit dem Kollegen hier an. Das ist ein 1500er aus dem Real A-Pack. Da ist New Balance hingegangen und hat verschiedene Schuhmodelle, 3 an der Zahl, jeweils einem Bier gewidmet. Das ist jetzt der Campion Red 1500er. Finde ich klasse umgesetzt, so von den Details. So mit der kleinen Flagge hinten drauf, so die sie integriert haben. Dass vorne statt Made in England mal tatsächlich Brewed in England draufsteht. Innen drin hast du dann wunderbar dieses Logo auf der Innensohle mit untergebracht. Das sind einfach so wunderschöne kleine Details. Das Material ist über jede Zweifel erhaben so. Sogar diese kleine Schaumkrone hier haben sie mit reingebaut. Und so für die ganz kaputten gibt es dann tatsächlich auch noch diesen Aufsatz. Den kannst du dir dann auf deinen Zapfhahn drauf machen. Richtig geiler Schuh, überall im Sale gelandet so. Und das wird aber ein Schuh sein, das verspreche ich euch so. Der wird in 5 Jahren mal zu dem 1500er gehören, die echt gesucht werden. Dann machen wir da mal weiter. Nächstes ist der WBS. Das ist Teil von dieser Selected Edition, die New Balance eine ganze Zeit lang rausgebracht hat. Immer mal wieder. Wir hatten dann nochmal so extra Stickereien vorne auf der Zunge. Der ist von 2004. War nicht einfach zu finden, so ist echt in einem guten Zustand. Das ist ein bisschen schmutzig. Das kommt aber daher, ich trage die Schuhe verrückterweise auch. Also so jeden Schuh, den ich mir kaufe, will ich auch anziehen. Ist selten durchs Alter, wird irgendwann auch anfangen, da Probleme zu bekommen an der Sohle, weil die irgendwann anfangen mit Cracken, aber bis dahin wird er einfach getragen und irgendwann vielleicht Sole Swap. Ich liebe ihn auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes den New Balance zusammen mit Foot Patrol. Der Britannica Encyclopedia, der ist 2015 rausgekommen, mit Foot Patrol zusammen gemacht, mit der Sneaker Boutique. Die machen hier generell so und keine schlechten Kollaborationen, habe ich mir sagen lassen. Auf jeden Fall nicht Killer umgesetzt. Eben wie der Name schon sagt, Britannica Encyclopedia war mal ein Nachschlagewerk, sowas wie die Wikipedia des frühen Mittelalters von mir aus. Und die sind hingegangen und haben ganz viele Details umgesetzt. So, die haben ähnliches Leder benutzt, die haben die Farben benutzt vom Einband, also die tatsächliche Schriftfarbe. Die haben das Rot vom Lesezeichen benutzt. Und die haben dann innen drin auf den Insoles dann auch Abbildungen aus dieser Britannica Encyclopedia dann untergebracht. So schönes, stimmiges Konzept. Der war ein bisschen scheiße von der Form her, so wie viele 1500er der letzten 2-3 Jahre, aber mit einem Bügeleise, Spucke und Geduld so geht alles. Dann obskure Bodde, ein 1500er, der 2006 rausgekommen ist. Asia Exclusive. Man munkelt bei Mita und einem anderen Store, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich habe echt Informationen zu dem Schuh gesucht, weil der einfach relativ ungewöhnlich ist. So ein Asia-Modell, wo der Shape stimmt, wo dann die Stickerei drauf ist, das ein Limited Edition Logo drauf hat, aber nicht zu diesen europäischen dazugehört. So richtig aufzuklären ist es bis heute nicht. Das Einzige, was ich weiß, dass es ein bisschen ein Rip-Off ist von einem ursprünglichen Modell, was dieser Hikmet Sugar von Soulbox mal entworfen hat. Dann hat Sneakers Stuff ein Modell rausgebracht, was Hikmets Schuh kopiert hat. Und schlussendlich haben die vom Konzept wohl offensichtlich den von Sneakers Stuff irgendwie konzipiert, geklaut. Ist mir egal, ich finde den cool. Der ist so ein bisschen auch wie so ein Tennisball. Zum Tennisspielen perfekt geeignet. Mag ich. Ist selten. Dann hätten wir hier New Balance 1500 mit Starco. Ey, der hat Farben, wo ich die erste Zeit gar nichts mit anfangen konnte, weil ich echt nicht wusste, zu was für einem Outfit zieht man das an. So inzwischen gehe ich gern zur Entenjagd und das ist das Ding absolut perfekt. Starco ist eine Pariser Boutique, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die 2 Modelle entworfen haben, den und dann gibt es noch einen Schwarz mit Orange. Der Schwarz-Orange ist mir bis jetzt nicht vor die Nase gelaufen, den muss ich mal in echt sehen. Der ist super ungewöhnlich, aber genau deswegen muss ich auch sagen, mag ich inzwischen. Inzwischen finde ich sogar ab und zu mal ein T-Shirt, was ich dazu anziehen kann. Geht schon, gib mich nicht her. Ja, das ist der New Balance 1500er, der zusammen mit North Project gemacht worden ist.
Das ist jetzt wiederum eine skandinavische Kleiderfirma. Ich habe mit North Projects absolut nicht am Hut. Ich fand aber das Konzept ganz cool. Also ich bin jetzt nicht so der Konzeptfreak und finde es ein bisschen lächerlich, so dass inzwischen zu jedem Scheißschuh eine riesen Scheißgeschichte dazu erfunden werden muss, damit die Leute die Schuhe kaufen. Da haben sie es offensichtlich 2 Jahreszeiten gewidmet. Einer war Herbst und einer Frühjahr. Das da war, glaube ich, der Frühjahr. Möchte mich nicht komplett festlegen. Der ist schön gemacht und der hat halt eine verrückte Sache, weshalb ich ihn haben wollte. Das ist der einzige 1500er mit einem reflektierenden N. Super blödes Detail, aber deswegen wollte ich ihn haben. Ich lüge nicht. Ja, der ist ein bisschen krass. Das ist auch wieder so ein Limited. Der war jetzt auch wieder so ein Asia-Teil. Sieht man auch so, weil es gibt ja dieses 1500er Logo. Bei den Asia-Modellen fällt es wesentlich größer aus, wenn man jetzt ein vergleichbares europäisches Modell daneben macht. Daran erkennst du die eigentlich ganz gut. Mir gefällt das Kleine viel besser, wenn ich es mir so anschaue. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nicht so viele von den Asia-Teilen habe. Bei dem hier so muss ich sagen, ich finde es einen verrückten 1500er, weil irgendwie sieht er aus und fühlt sich an wie so eine Kollaboration mit irgendwas. Auch mit der lila Sohle und so, ist alles relativ ungewöhnlich. Der ist super verarbeitet, man sieht ihn kaum. Ich habe ihn, ich trage ihn, ich mag ihn. Ja, auf den haben, glaube ich, viele Leute gewartet, dass der wieder rauskommt. So, und jetzt ist er rausgekommen. Das ist die Neuauflage, die sogenannte Reissue von dem New Balance BWR. Der ursprüngliche BWR war auch eine Selected Edition, genauso wie der weiße WBS, den ich vorhin gezeigt habe. War viel gesucht, ist viel gesucht. Und irgendwie hat New Balance dann gesagt, ey komm, den Colorway, den legen wir neu auf und wir versuchen den sogar von der Form wieder so halbwegs originalgetreu hinzubekommen. Die haben halt irgendwie die Molds verloren oder die sind kaputt gegangen, behaupten sie bis heute. Deswegen haben sie die letzten 2, 3 Jahre auch meistens Formen gehabt, die einfach scheiße waren, die vorne wirklich viereckig sind. Bei dem geht es jetzt wieder so. Der hat vorne wieder eine relativ schmale Form, der ist eher rund wie viereckig. Die haben die Farben und Materialien, soweit ich das vergleichen kann. Ich habe das Original leider nicht in der Sammlung. Glaube ich, ganz gut getroffen. Wo das B hin jetzt hin ist, weil der ist jetzt nur noch WR, da ist nicht mehr BWR, ja, das Black, White, Red. Wo das B hin ist, das weiß keiner. Und der hat im Vergleich zum Original fehlt dem auch diese Selected Edition Stickerei, die normalerweise vorne drauf gehört. Ist ein Ersatz, aber ein guter Ersatz. Und ich bin echt froh, dass ich den käuflich erwerben konnte. Es gibt auch noch den NBO, das ist der Orangene. Das ist auch gleichzeitig mit rausgekommen. Den habe ich mir nicht gekauft, aber ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Orange. Aber wer will, der mag. Dann kommen wir mal zu einzelnen. Das hier ist der EDW. Auch wieder so eine Limited Edition. Auch Asia. Aber echt gute Form. Verrückte Farben, so dieses Braun-Weiß. Selten gesehen, gern getragen. Ist so ein Schuh so, der wurde so ein Schuh, der war eine ganze Zeit bei niemandem auf dem Radar. Ich hatte schon Phasen, da hatte ich den 3-mal daheim stehen, aber so das letzte halbe Jahr sieht man den verstärkt so auf Sneaker-Sammler-Websites und in bestimmten Facebook-Gruppen für Leute, die New Balance sammeln. Und so langsam scheinen Leute zu honorieren, was für eine Rakete das eigentlich ist. So, es ist echt einer, der hat eine super Form, geile Materialien, die Farben sehen Bombe aus. Ich verstehe gar nicht, warum der so lange nicht im Schirm war. Das hier ist der Chianti, der CSV. Ja, das ist ein 1500er und der ist rot. Ist aber ein schönes Rot und es funktioniert einfach. Sehr klassisch, poppt gut, wie ich. Ich mag den. Das hier ist der, das muss ich kurz überlegen, ist nicht der EDV, sondern EBN. Ist auch ein 2009er. Hey, und der hat alles, was einen guten Sneaker für mich ausmacht, weil der sieht noch echt aus wie ein Sneaker. Der hat Sneakerfarben, der hat eine Sneakerform, eine Sneakersohle so und hat wirklich noch was von einem Sportschuh. Der macht nicht irgendwie bemüht einen auf verrückt oder sowas. Der hat einfach geiles Colorblocking, schwarz, blau, weiß. Cool. Kann man mit weißen Schnürsenkeln tragen oder mit blauen so. Und ich muss sagen, ich stehe normalerweise nur auf weiße Schnürsenkel, aber in dem Schuh macht es echt mal Sinn, da schwarze reinzumachen. Das ist auch nicht gerade selten oder sowas, glaube ich. Zumindest in dem Zustand ist er wahrscheinlich selten. Aber ich mag den auch. Ja, und der GBT. Da bin ich echt sauer auf New Balance, weil das ist einfach ein super geiler Colorway, den sie da gebaut haben. Das ist wirklich Bombe so. Da kann mir keiner erzählen, dass es kein krasser Schuh ist. So, diese mintfarbenen Details, das stimmt alles. Und genau zu der Zeit hatten die aber so Probleme mit ihren Sohlen. Also
allgemein New Balance und ihre Sohlen sind echt ein Problem, weil die haben da so eine Lackschicht drauf. Und ab einem gewissen Alter fangen die an mit Bröseln. Jetzt ist es aber nicht wie bei einem Air Max 1, wo du einfach sagen kannst, ich nehme Aceton, mach alles runter und tu es anschließend wieder weiß anmalen. Da geht dir nämlich dieses Logo hier flöten. Keine Ahnung, wie man das wieder draufkriegen soll. Auf jeden Fall ist das so die große Achillesferse, Szene an jedem New Balance, dass die anfangen mit Cracken. Und das ruiniert ja leider dann auch so wunderschöne Schuhe wie den hier. Ich trage den trotzdem, dann soll halt die Farbe abgehen. Vielleicht findet man irgendwann Möglichkeiten, da diese Farbe wieder aufzubessern. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn nicht, das ist halt getragener Turnschuh. Tragt eure Turnschuhe. Nichts ist schlimmer als ein Schuh, der aussieht, als wäre er nicht getragen. Seht ihr, ich trage alle meine Schuhe. Ist auch ein schöner, das ist ein PSW. Müssen getragen sein. Lasst sie nicht im Regal stehen. Damit möchte ich auch abschließen.